Hi, my name is Louis, and this is my voice. 5 minutes on tea. I'm Louis, and this is my voice after waking up, but also 1 month on testosterone. I'm starting to get a little baby hairs here and on my chin. My shoulders are getting a little bit broader. I hope you see that. And you think, oh my god, look at that cute little boy being excited over 5 hairs. It's just such an amazing feeling to see myself every day a little bit more. This is my voice now. It just sounds crazy. I think my facial hair is now really becoming obvious and a little messy. It's very patchy. This is my voice. 5 months on tea. Even saying that is just insane to me. I reached a level of comfort in my own skin where I truly feel like I'm falling in love with myself for the first time in my life. I'm just really happy with my transition, and it gives me so much joy and love for myself. Hi, hola, hello, it's Louis, and this is my first official video. So for my first official video, I wanted to talk about hormonal replacement therapy, and I will split this video in 2 parts because otherwise it would get just way too long. And I'm sure I will make more videos on this topic in the future because there's just so much to be said about this. So the first part is about accessing hormones here in Austria. And I've decided to make this part in German because it's all Austria based, but you can always turn on the subtitles. And also keep in mind that while there are several steps that everyone needs to do who wants to access hormones, I will be talking about my own process and how I got it and the steps that I took. And also I'm on testosterone, but the process is the same for either hormones. Oh! Disclaimer, before I start talking about anything surrounding hormonal transition, it's very important for me to say that transness does not require any kind of medical transition. It's a very personal choice and it's very unique to each individual trans experience. A trans person choosing not to do any kind of medical transition doesn't devalidate the transness, and neither should you. Okay, now that we got this covered, let's hop into it. Plötzlich Deutsch, nicht erschrecken. Etwas, was ich vergessen hatte zu erwähnen und ein wichtiger Punkt sind die Voraussetzungen, um diesen Prozess überhaupt beginnen zu können. Du musst eigentlich nur über 18 sein und in Österreich leben und versichert sein. Man braucht nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Du musst hier nur deinen Hauptwohnsitz haben, hier leben, hier versichert sein. Also wie kommt man in Österreich zur Hormontherapie? Es gibt als allererstes den diagnostischen Prozess. Da wird man dreifach diagnostiziert. Die Diagnose bezieht sich hier darauf, dass du als Transperson diagnostiziert wirst, ja. Und dazu braucht man einmal eine psychotherapeutische Diagnostik, einmal eine psychiatrische Diagnostik und einmal eine psychologische Diagnostik. Wenn du nicht in Therapie gehst, noch nie bei einem Psychologen oder einer Psychologin warst und auch noch nie bei einem Psychiaterin warst, gehst du zuerst zum Hausarzt oder zur Hausärztin und holst dir dort für die jeweiligen Fachpersonen eine Überweisung. Auf dieser Überweisung muss keine Diagnostik stehen, auf dieser Überweisung muss nicht stehen, dass es ist, weil du auf Hormontherapie gehen möchtest. Wenn es dir unangenehm ist, mit der Hausärztin oder dem Hausarzt zu reden, dann musst du das auch nicht machen, nur so nebenbei. Aber mit dieser Überweisung kommt man dann zu den Fachpersonen. Und vor allem für Psychotherapie ist es cool, weil das ja mehrere Sitzungen dann sind und mit der Überweisung kriegt man auch ein bisschen was von der Krankenkasse zurückgezahlt. In meinem Fall war ich schon davor in Therapie und konnte einfach mit meiner Therapeutin diese Diagnose machen, und für die anderen 2 bin ich auch zu meiner Hausärztin gegangen und habe mir da die Überweisungen geholt. Also wie gesagt, die Psychotherapie ist Teil des Prozesses und ist pflichtig. Es gibt kein Minimum oder Maximum an Stunden. Das wird individuell erarbeitet. Ich habe in der Beschreibung Links eingefügt zu PsychotherapeutInnen in Österreich,
die sich mit Trans-Themen auskennen. Kurze Anekdote, ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Ding ist, aber das ist etwas, was ich beobachtet habe für den psychiatrischen Teil des Ganzen. Ich weiß nicht warum, aber es ist urschwer, empathische PsychiaterInnen zu finden. Ich war bei 3, bis ich meinen gefunden habe, mit dem ich das jetzt mache. Aber heilige... Das war nicht so leicht. Also insgesamt hatte ich dann 4, ne? Mit meinen jetzt, bei dem ich gelandet bin, 4 PsychiaterInnen. Und von diesen 4 musste ich 2 erklären, was Trans überhaupt ist. Okay. So, als wir das mal geklärt haben, so, was ist denn Trans? Und dann auch noch darauf eingehend gesagt habe, dass ich nicht binär bin. Also das war ganz übel. Zumindest für mich. Vielleicht bin das nur ich, vielleicht bin ich verflucht in diesem Bereich, ich weiß es nicht. Meinen Psychiater habe ich dann auf Courage gefunden. Das ist auch so ein Beratungszentrum. Ich habe auch dazu einen Link unten. Ich möchte dazu auch noch sagen, ich kenne viele Leute, die mit Courage gute Erfahrungen gesammelt haben. Da gehöre ich dazu. Aber ich kenne auch Berichte von negativen Erfahrungen mit Courage. Also bei allen Links, die ich unten angebe und überall, wo ihr irgendwie die Ressourcen holen wollt, das ist natürlich keine Garantie, dass es super laufen wird. Es ist halt da und ich hoffe, ihr landet bei guten Menschen. Die sind auf jeden Fall auch da. Okay, die Psychologin, die ich gefunden habe, das war sehr schnell zum Glück. Das war die allererste, zu der ich gegangen bin. Und sie war super lieb und hat sich auch mit mir über Geschlechtsrollen aufgeregt. Wenn ihr niemanden findet und irgendwie ein bisschen verzweifelt, ich habe unten in der Beschreibung auch meine E-Mail-Adresse für den Kanal eingefügt, da könnt ihr mir gerne noch Fragen stellen oder was auch immer. So, das war es jetzt mal so grob zu diesen 3 Rubriken. Wie findet diese Diagnose statt? Das sind bei allen 3 lange Gespräche eigentlich. Also bei Psychotherapie natürlich sind es mehrere Gespräche, aber bei den anderen 2, bei der Psychologin und Psychiaterin, sind es so 1 Stunde, 2 Stunden Sitzungen. Bei meiner Psychologin war ich 1 Stunde, haben wir nur uns unterhalten und dann war fast 1 Stunde so ein Computertest. Und bei meinem Psychiater haben wir auch so 1 Stunde, vielleicht 1,5 Stunden einfach geredet, wie ich zu Geschlecht stehe, wie ich glaube, dass mir Hormontherapie helfen wird. Also sie waren beide sehr respektvoll und meine Therapeutin ist sowieso ein Engel auf Erden. So, zu bedenken möchte ich noch sagen, es ist egal, in welcher Reihenfolge man sich diese Diagnosen holt, zu wem man zuerst geht, das ist voll wurscht. Aber wichtig zu wissen ist, dass gerade bei Psychotherapie, bis man die richtige Person gefunden hat, und es sind auch mehrere Sitzungen und so, das kann schon länger dauern. Und auch die Terminfindung bei PsychologInnen und PsychiaterInnen können sehr lange dauern. Also das auch im Hinterkopf behalten. Sobald diese Diagnosen gemacht wurden, sind sie 12 Monate lang, also 1 Jahr gültig. Nachdem man alle Diagnosen gesammelt hat, sucht man sich von diesen 3 Fachpersonen eine aus, die Fallführende oder der Fallführende ist. Das heißt, jemand, der alles im Überblick behält und die Übersicht hat. Von den 3 Leuten, die Person, mit der du dich am wohlsten gefühlt hast oder am besten verstanden hast, that's your bitch. In meinem Fall war das meine Psychotherapeutin. Die hat mir dann zusätzlich zu der Diagnose noch eine Stellungnahme geschrieben, wo alles zusammengefasst wurde. Und da steht quasi drinnen, dass ich trans bin und das nicht bereuen werde und solche Sachen. Und wie ich in Zukunft medizinisch begleitet werde, also psychisch begleitet werde in meiner Hormontherapie. Später braucht man dann nämlich eine psychiatrische Kontrolluntersuchung und in der Transambulanz, zu der komme ich dann noch, kriegt man alle 3 Monate eine Kontrolluntersuchung. So. Wir kommen damit zum zweiten Teil des Prozesses, des Risikoscreening. Also nach dem psychischen
kommt das Physische. Man muss sich nämlich im Vorhinein durchchecken lassen, ob alles passt, ob es irgendwas gibt, was dazu führen könnte, dass die Hormontherapie nicht gut empfangen wird und solche Sachen. Dazu braucht man eine gynäkologische oder urologische Untersuchung oder bei Verdacht auf Intersexualität eine endokrinologische, habe ich das richtig gesagt? Eine endokrinologische Untersuchung, beziehungsweise eine zytogenetische Untersuchung. In meinem Fall war alles gut und ich habe nicht einmal irgendeine Art Bestätigung von meiner Gynäkologin bekommen. Und in der Transambulanz, zu der komme ich gleich, wurde ich auch nicht danach gefragt. Und jetzt haben wir schon zweimal über diese Transambulanz geredet. Und jetzt kommen wir endlich zu Punkt 3. Den Termin bei der Transambulanz. Anscheinend gibt es für ganz Österreich eine Singular Transambulanz. Ich habe aber nachgelesen, dass es in verschiedenen Bundesländern auch Transambulanzen gibt, weil das kann es ja nicht sein. Es ist absurd. Aber als ich dort angerufen habe, um einen Termin zu machen, habe ich 9 Monate warten müssen auf diesen Termin. Das hat mich sehr überrascht. Und sie hat dann gemeint, ja, wir sind die Einzige in Österreich, also können Sie sich vorstellen, dass wir viele Leute haben, die herkommen wollen, also voll verrückt. Anyways, also die Transambulanz befindet sich im AKH hier in Wien und das ist halt so das medizinische Zentrum für Transpersonen. Weil ich so lange gewartet habe, habe ich in der Zwischenzeit schon meine ganzen Diagnostika gemacht. Und als ich dann in der Transambulanz war, hatte ich schon alles und konnte literally an dem Tag mit meiner Hormontherapie starten. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich da anrufe und dann gehe ich hin und dann werde ich beraten. So alles, was ich alleine recherchieren musste, kriege ich gesagt so von Fachpersonen und dann machen wir uns einen Termin aus, für wen ich alle Diagnostiken gesammelt habe und dann komme ich hin. Nein. Also ich habe den Termin ausgemacht, bevor ich irgendein Dokument hatte und dann hatte ich einfach genug Zeit, um mir das alles zu sammeln. Mein erster Termin dort hat dann so ausgeschaut, dass ich ihnen die Dokumente gegeben habe. Mir wurde Blut abgenommen und einen Check gemacht. Und dann haben wir halt über die Methoden geredet und was ich zu beachten habe und Fragen, die ich hatte und solche Sachen. Ich habe damit gerechnet, ich fange die Hormontherapie halt dann demnächst an irgendwann. Und sie hat mir, nachdem ich mich entschieden habe für eine Option, wie ich Testosteron einnehmen möchte, mir das verschrieben. Und dann hat sie gemeint, so ja, damit gehst du jetzt zur Hauptzentrale von der Gesundheitskasse und lässt es dort bewilligen, einmalig, das machst du nur einmal. Und dann kannst du damit in die Apotheke gehen. Und ich so, okay, so heute? Also, ja, also jetzt schließen sie bald, heute vielleicht nicht mehr, aber morgen kannst du hingehen und das machen. Und das hat meine Welt, wow. Wichtig, wenn ihr dann zu dieser Hauptzentrale geht, mit eurem allerersten Rezept, um es bewilligen zu lassen, nehmt die Diagnosen dorthin mit, ihr werdet sie brauchen. Das wurde mir nicht gesagt. Und das war dann eine Katastrophe, wie ich das trotzdem an dem Tag noch kriegen kann, weil ich diese Diagnostiken nicht mit hatte. Also bitte nehmt sie mit, das Rezept zum Bewilligen und die Diagnosen, nehmt es mit und dann seid ihr good to go. Also wie erwähnt, habe ich dann in der Transambulanz eine Blutabnahme gemacht, damit wir meine Werte haben, bevor ich Testo nehme. Und dann hat man alle 3 Monate einen Kontrolltermin. Übrigens wird man da bei diesen Blutwerten auf so ziemlich alles durchgecheckt. Ich habe dann so erfahren, dass ich den voll krassen Vitamin D-Mangel habe. Ich vermisse Brasilien. Okay, der 4. Punkt. In diesem Video, ich glaube, der Prozess ist damit schon beendet, aber der 4. Punkt in diesem Video, worüber ich reden möchte, sind die verschiedenen Testo-Einnahmen. Wie gesagt, ich kenne mich leider nur mit Testo aus, ich habe keine Ahnung, was es für Optionen für Östrogen gibt, aber ich kann euch was über Testo erzählen. Auch wichtig zu wissen ist, dass ich nur Erfahrung mit der Creme habe. Alle anderen Dinge sind, die ich in der Transambulanz erfahren habe. Also das erste, und ich glaube daran denken die meisten, ist die Testo-Injektion. Dazu kriegt man ein Rezept für das Depot. Das kauft man sich in der Apotheke. Und dann geht man damit zum Hausarzt oder zur Hausärztin und die injizieren, ihr wisst, was ich meine, die machen das hier, ne, in dein Po. Und es ist wichtig, dass es langsam gemacht wird, also bis zu 2 Minuten, weil sonst tut es mega weh. Die zweite Option ist das Testo-Gel. Also früher gab es das so in Päckchen, mittlerweile gibt es dafür auch einen Spender, wo man halt genau die Hübe abzählen kann und weiß, wie viel in einem Hub ist und dann kriegst du auch die Hübe selber.
verschrieben, wie viele das sein müssen. Und laut der Frau Dr. Kaufmann in der Transambulanz ist der einzige Unterschied zwischen der Creme, die ich verwende, und dem Gel, dass das Gel Alkohol beinhaltet und die Haut ein bisschen eintrocknet. Und die Creme ist feuchtigkeitsspendend. Die dritte Option ist die Creme natürlich. Ich kann euch auch zeigen, wie es ausschaut. Das kommt in so einem Spender, also jetzt ist es nur mehr bis da, aber normalerweise ist es ganz voll. Das schaut aus wie so ein fancy Gesichtscreme so. Ich habe 4 Hübe verschrieben bekommen und dann kann ich genauso... Und so einen Spender, so einen ähnlichen zumindest, gibt es halt auch dann fürs Gel. Ich bin ganz zufrieden mit der Creme und also bei Creme und Gel muss man das jeden Tag machen. Und dabei in Corona-Zeiten muss ich sagen, es macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin eh nur zu Hause. Ich kann mir vorstellen, dass nach Corona-Zeiten es nervig ist, wenn man mal spontan wo übernachtet und mit Reisen und so, dass es ein bisschen nervig ist, immer zu denken, ah ja, mein Testosteron. Was ich cool finde, ist, dass du bei jedem Termin in der Transambulanz die Methode verändern kannst, wie du Testosteron einnimmst. Ich habe mich für Creme entschieden, wenn ich aber jetzt doch was anderes machen wollte, dann kann ich das immer sagen, wenn ich dort bin. Und das wird für mich angepasst. So, meine Lieben, ich glaube, das war jetzt sehr viel Information zum Verdauen. Ich habe ganz bestimmt auch nicht alle Fragen beantworten können. Und deswegen habe ich auch unten meine E-Mail-Adresse angefügt. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Und dieses Video soll eben eine Ressource sein, weil es echt anstrengend ist, das alles irgendwie selber zusammenzufinden. Deswegen bitte teilt es mit jedem, wo ihr denkt, das könnte helfen. Und wenn ihr Leute kennt, die über Hormontherapie nachdenken, bitte unbedingt teilen. Mein brain is schon sehr fried. Okay, I'm just gonna switch to English. I don't know. It's what's flowing right now. I'm gonna go with it. So please stay tuned as I will be answering questions about hormonal replacement therapy on this channel. This video is already really long, so I will split that in 2 parts. And the second part is with the questions that you asked on my Instagram. If because of this video some new questions came up, please do send me an email. I'll try to answer them in the next video. As I said, I do want this channel to be educational and informative resource. I want this to be a safe space, so it would be really great to reach as many people as I can, especially with videos like this one. So please consider liking and subscribing so that it boosts me a little bit. And yeah, I hope you liked it. I still don't know how to end this thing. So see you very, very soon. Bye!